schwarz-weißer Kreis mit verschiedenen Symbolen im Yin- und Yang-Stil. Der Hintergrund ist ein hellbraunes Pergamentpapier mit kleinem Text in dunkelbrauner Kalligraphie-Schrift, der nicht lesbar sein soll. Buchcover-Bildbeschreibung. Das Buchcover von Stella rollt an, Band 1. Die Rolling Angels. Stella mit einer Mütze in der Mitte, blondhaarige Nelly rechts von ihr und braunhaarige Lou links unten stehen mit ihren Rollschuhen und Alltagskleidung an der Front in unterschiedlichen Posen. Hinter ihnen leuchtet ein gelber Kreis, vermutlich Rampenlicht, unter ihren Füßen ein blauer Boden mit rosafarbenen Fahrspuren und im Hintergrund türkisblaue Strahlen wie ein Zirkuszelt. Der Titel darüber in purpurner, schwungvoller Schreibschrift und ganz oben der Name der Autorin in dunkelblau, Angelika Hesse. Klappentext auf dem Buchrücken. Let's roll. Für die 11-jährige Stella gibt es nichts Himmlischeres, als mit ihren Freundinnen Nelly und Lou auf Rollschuhen durch die Gegend zu sausen. Jede freie Minute verbringen die 3 unzertrennlichen Rolling Angels auf der Rollschuhbahn. Blöd nur, dass es immer wieder Streit mit der Gang rund um Anführer Erik gibt. Die Jungs nerven mit ihren Inlinern und Hockeyschlägern und nennen sich ausgerechnet Skating Devils. Wie abgedreht ist das denn? Und Schilling Erik geht Stella mit seinen obercoolen Sprüchen doch schon in der Schule total auf den Stopper. Doch dann soll zum Entsetzen aller die Rollbahn abgerissen werden. Nun rollen Angels und Devils aufeinander zu, um eine gemeinsame Rettungsaktion zu starten. Ein teuflisch guter Plan muss her. Der Beginn der liebenswert frechen Buchreihe rund um Stella und ihre Freunde. Das Buch ist bei Antolin gelistet. Rezension. Das Buch und ich hatten leider keinen so guten Start, dafür aber ein tolles Ende. Mir kamen sogar ein wenig die Tränen. Ich mochte vor allem sehr die Chemie der Charaktere. Die Devils waren zwar teils echt nervig, vor allem in der ersten Hälfte, dafür waren aber alle anderen Charaktere super. Nicht perfekt, doch jeder hatte besondere Eigenschaften und selbst die Nebencharaktere stachen heraus. Mia, Elif, Paul, Ben, die 4 waren nicht lange anwesend, spielten aber doch eine wichtige Rolle auf deren Reise. Jule ist eine tolle Nerdschwester, die gut darin ist, eine liebevolle Klugscheißerin zu sein und die ihrer kleinen Schwester auch mal zuhört. Ronnie, einer der Devils, hat übrigens auch echt gute Sprüche drauf. Die Dynamik zwischen Stella und ihren Angels-Freundinnen und zwischen der Familie Vogel war definitiv die beste. Auch wieder nichts perfekt und natürlich gab es kleine Auseinandersetzungen hier und da, aber nichts Ernstes oder Großes und sie konnten immer alle gut miteinander reden. Wie ich in anderen Rezensionen auch immer wieder erwähne, Communication is the key. Kommunikation ist der Schlüssel und das war hier der Fall. Fan. Mein Lieblingsmoment der Angels-Freundinnen war, glaube ich, als sie über ihre Zukunft fantasiert und über ihre Traumberufe geschwärmt haben. Stella Bird, die rollende Reporterin. Das hat mich selbst in meine Kindheit zurückversetzt und mir wurde wirklich warm ums Herz. Hoffe, die 3 bleiben noch lange Freundinnen und können ihre Träume tatsächlich so oder ähnlich erleben. Und wenn die Jungs mal nicht den Mädchen auf den Geier gingen, konnten die Angels auch echt gut zusammenarbeiten. Weiter so. Leider waren die Devils überwiegend total nervig und unfair. Was ich gar nicht mochte, war vor allem, als sich die Angels wegen einer kleinen Sache entschuldigen mussten und richtig krass herausgeholt haben dafür. Wozu? Die Devils entschuldigen sich doch auch nie und würden nicht mal annähernd daran denken. Ein bisschen Balance muss schon sein. Ebenso fand ich die angespielte Romanze zwischen Stella und Erik schrecklich. Dass die Lehrerin sie auch noch verkuppelt hat und das Ganze mit der Hochzeit. Nicht mit mir. Die sind doch gerade mal 11. Dafür hat mir am Ende hin ein Charakter das Herz erobert und die 2 negativen Punkte oben vorzeitig vergessen lassen, beziehungsweise das Shipping des Charakters. Applaus für Andrea, bitte. Gehört zu einer queeren Beziehung mit dem nicht langwierigen Antagonisten. Das war eine super Überraschung. Und dann ist einer der beiden auch noch Vegetarier oder Veganer. Wundervoll.
Illustrationen sind auch klasse und passen echt gut zum Schreibstil der Autorin. Gefallen haben mir die kleinen Illustrationen bei Kapitelanfang, aber auch zwischendurch. Und natürlich auch das Cover. Das mit den Hauptcharakteren auf der Buchinnenseite ist übrigens auch eine prima Idee. Der Schreibstil der Autorin liest sich super flüssig, perfekt für Kinder, aber sicher auch Erwachsene oder Ältere. Zwar gibt es des Öfteren Umgangs- oder Jugendsprache, was manche vielleicht stören mag, aber am Ende hin auch nicht weiter schlimm. Stella hat dafür guten Humor und ist für eine Protagonistin hervorragend geeignet. Weiter empfehlenswert, definitiv. Werde ich die nächsten Bände auch lesen? Oh ja, bin gespannt, was die Angels oder Dangels als nächstes erleben. Insgesamt 4 Sterne. Vielen Dank an den Maximum Verlag für ein Rizi-Exemplar. Fertig gelesen habe ich es am 23. Oktober 2023.